Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Es war einmal ein Händler, der 3 Töchter hatte. Bevor er zu einer Reise aufbrach, fragte er jede Tochter, welches Geschenk sie sich wünschte. Die älteste Tochter wollte Perlen, die zweite Tochter wünschte sich Juwelen. Doch die jüngste Tochter, die Lilly hieß, sagte: »Lieber Vater, bring mir bitte eine Rose.« Es war schwer, im tiefsten Winter eine Rose zu finden, aber da Lilly seine schönste Tochter war und Blumen liebte, versprach ihr Vater, es zu versuchen. Er küsste alle 3 Töchter und verabschiedete sich. Als er nach Hause zurückkam, hatte er für seine beiden ältesten Töchter Perlen und Juwelen mitgebracht, aber er hatte überall nach einer Rose gesucht und konnte keine finden. Wann immer er in Gärten nachfragte, lachten die Leute ihn aus und sagten: »Glaubst du, Rosen wachsen im Schnee?« Das machte ihn sehr traurig, denn Lilly war sein Lieblingskind. Auf dem Weg nach Hause, während er darüber nachdachte, was er ihr bringen sollte, stieß er auf ein wunderschönes Schloss. Der Garten rund um das Schloss hatte auf einer Seite Sommer mit leuchtenden Blumen, während die andere Hälfte mit winterlichem Schnee bedeckt war. »Was für ein Glück«, sagte er. Er rief seinen Diener und bat ihn, eine schöne Rose von der blühenden Seite zu holen. Nachdem sie die Rose hatten, gingen sie fröhlich davon, als plötzlich ein wilder Löwe heraussprang und brüllte: »Wer auch immer meine Rosen genommen hat, wird lebendig gefressen.« Der Händler antwortete: »Ich wusste nicht, dass der Garten dir gehört. Kannst du mir nicht mein Leben schenken?« Der Löwe sagte: »Nein. Du musst mir versprechen, mir das zu geben, was dich als erstes erwartet, wenn du nach Hause kommst. Wenn du einverstanden bist, lasse ich dich am Leben und du darfst die Rose für deine Tochter behalten.« Der Händler wollte nicht zustimmen und sagte: »Es könnte meine jüngste Tochter sein, die mich am meisten liebt und zu mir rennt, wenn ich nach Hause komme.« Der Diener hatte Angst und schlug vor, es könnte nur eine Katze oder ein Hund sein. Schließlich stimmte der Händler mit schwerem Herzen zu und nahm die Rose, indem er versprach, dem Löwen das zu geben, was ihn als erstes auf dem Heimweg erwartete. Als er sich dem Heimatdorf näherte, war es Lilly, seine jüngste und liebste Tochter, die ihm entgegenlief. Sie küsste ihn und hieß ihn willkommen, und als sie die Rose sah, war sie noch glücklicher. Doch ihr Vater wurde traurig und weinte: »O mein liebstes Kind! Ich habe diese Blume zu einem hohen Preis gekauft, denn ich habe versprochen, dich einem wilden Löwen zu geben. Wenn er dich hat, wird er dich zerreißen und fressen.« Er erzählte ihr alles, was geschehen war, und bestand darauf, dass sie nicht gehen sollte, egal was passierte. Doch Lilly tröstete ihn und sagte: »Lieber Vater, du musst dein Versprechen halten. Ich werde zum Löwen gehen und ihn beruhigen. Vielleicht lässt er mich sicher nach Hause zurückkehren.« Am nächsten Morgen fragte sie nach dem Weg und verabschiedete sich von ihrem Vater, während sie mutig in den Wald ging. Der Löwe war tatsächlich ein verzauberter Prinz. Tagsüber waren er und sein Hoflöwen, aber nachts verwandelten sie sich zurück in ihre wahre Gestalt. Als Lilly im Schloss ankam, begrüßte der Löwe sie herzlich, und sie stimmte zu, ihn zu heiraten. Sie feierten ein Hochzeitsfest und lebten lange glücklich zusammen. Der Prinz konnte nur nachts gesehen werden, wenn er Hof hielt, und jeden Morgen verließ er seine Braut, um irgendwo alleine hinzugehen, bis die Nacht zurückkehrte. Nach einiger Zeit sagte er zu ihr: »Morgen wird es ein großes Fest im Haus deines Vaters geben, denn deine älteste Schwester heiratet. Wenn du sie besuchen möchtest, werden meine Löwen dich dorthin bringen.« Lilly war sehr glücklich, ihren Vater wiederzusehen, und machte sich mit den Löwen auf den Weg.
Alle waren begeistert, sie zu sehen, weil sie dachten, sie sei tot. Sie erzählte ihnen, wie glücklich sie war, und blieb, bis das Fest vorbei war, dann kehrte sie in den Wald zurück. Bald darauf heiratete ihre zweite Schwester. Als Lilli eingeladen wurde, sagte sie zu dem Prinzen: »Ich werde diesmal nicht alleine gehen, du musst mitkommen.« Doch der Prinz weigerte sich und sagte, es wäre zu gefährlich. Wenn auch nur ein kleines Licht von den Fackeln ihn berührte, würde der Zauber schlimmer werden, und er würde sich in eine Taube verwandeln und 7 lange Jahre umherwandern müssen. Sie bestand jedoch darauf und sagte, sie würde dafür sorgen, dass kein Licht ihn berührte. Schließlich einigten sie sich, gemeinsam zu gehen und ihr kleines Kind mitzunehmen. Sie wählte einen großen Saal mit dicken Wänden, in dem er bleiben konnte, während die Hochzeitsfackeln brannten, aber leider bemerkte niemand einen kleinen Spalt in der Tür. Die Hochzeit fand mit großem Jubel statt, aber als die Gäste von der Kirche zurückkamen und die Fackeln am Saal vorbeizogen, fiel ein winziger Lichtstrahl auf den Prinzen. Im nächsten Moment verschwand er, und als Lilli hereinkam, um nach ihm zu suchen, fand sie nur eine weiße Taube. Die Taube sagte: »Ich muss 7 Jahre über die Erde fliegen, aber ich werde hin und wieder eine weiße Feder fallen lassen, um dir den Weg zu zeigen. Folge ihr, und vielleicht findest du mich und befreist mich.« Damit flog die Taube davon, und die arme Lilli folgte ihr, immer auf der Suche nach den weißen Federn, die ihr den Weg wiesen. Sie reiste 7 Jahre lang umher, ohne anzuhalten oder zurückzublicken. Eines Tages bemerkte sie, dass sie die weiße Feder verloren hatte und die Taube nirgends zu sehen war. Jetzt, dachte sie, kann mir niemand helfen. Sie ging zur Sonne und fragte: »Du scheinst überall. Auf den Hügeln und in den Tälern. Hast du meine weiße Taube gesehen?« Die Sonne antwortete: »Nein, aber ich werde dir eine Box geben. Öffne sie, wenn du wirklich Hilfe brauchst.« Dankbar setzte sie ihre Reise fort, bis der Abend kam. Dann rief sie den Mond an und sagte: »Du strahlst durch die Nacht, über Felder und Wälder. Hast du meine weiße Taube gesehen?« Der Mond antwortete: »Nein, ich kann dir nicht helfen, aber ich werde dir ein Ei geben. Brich es, wenn du in Not bist.« Nachdem sie dem Mond gedankt hatte, ging sie weiter, bis der Nachtwind wehte. Sie erhob ihre Stimme und fragte: »Du wehst durch jeden Baum und unter jedes Blatt. Hast du meine weiße Taube gesehen?« Der Nachtwind antwortete: »Nein, aber ich werde 3 andere Winde fragen. Vielleicht haben sie gesehen.« Der Ostwind und der Westwind kamen, aber sie hatten die Taube nicht gesehen. Doch der Südwind sagte: »Ich habe die weiße Taube gesehen.« Sie ist zum Roten Meer geflohen und hat sich wieder in einen Löwen verwandelt, weil die 7 Jahre um sind. Er kämpft gegen einen Drachen, der eine verzauberte Prinzessin ist, die verhindern will, dass er zu dir kommt. Dann riet der Nachtwind: »Geh zum Roten Meer. Am rechten Ufer gibt es viele Ruten, zähle sie, und wenn du die 11. erreichst, breche sie ab und schlage den Drachen damit. Dann wird der Löwe gewinnen, und beide werden in ihre wahre Gestalt zurückkehren. Suche nach einem Greif, einem vogelähnlichen Wesen am Roten Meer, und spring schnell auf seinen Rücken mit deinem Geliebten, und er wird dich nach Hause tragen. Ich werde dir auch diese Nuss geben. Wenn du sie auf halbem Weg über das Meer hinunterwirfst, wird ein hoher Nussbaum aus dem Wasser wachsen, auf dem der Greif sich ausruhen kann. Wenn du die Nuss vergisst, fallt ihr beide ins Wasser.« So machte sich die verlorene Reisende auf den Weg und fand alles, wie der Nachtwind gesagt hatte. Sie brach die 11. Rute ab
und schlug den Drachen, wodurch der Löwe sich in einen Prinzen und der Drache sich in eine Prinzessin verwandelte. Sobald die Prinzessin von ihrem Zauber befreit war, packte sie den Prinzen am Arm und sprang auf den Rücken des Greifs, der mit ihm davonflog. Einmal mehr war Lilli allein und gebrochenen Herzens zurückgelassen. Doch sie beschloss, so weit der Wind weht und solange der Hahn kräht, werde ich weiter suchen, bis ich ihn wiederfinde. Sie reiste lange, bis sie das Schloss erreichte, wohin die Prinzessin den Prinzen gebracht hatte, und hörte, dass eine Hochzeit bevorstand. »Himmlische Hilfe, hilf mir jetzt«, sagte sie, nahm die Box von der Sonne heraus und fand ein Kleid, das wie die Sonne strahlte. Sie zog es an und trat in den Palast ein, wo sie alle Blicke auf sich zog. Die Braut bewunderte das Kleid und fragte, ob es zu verkaufen sei. »Nicht für Gold oder Silber«, antwortete sie, »sondern für Fleisch und Blut. Lass mich heute Nacht mit dem Bräutigam in seiner Kammer sprechen, und ich gebe dir das Kleid.« Die Prinzessin stimmte zu, plante jedoch, sie erneut zu betrügen und ließ ihren Kammerdiener dem Prinzen einen Schlaftrank geben, damit er Lilli nicht sehen oder hören würde. An diesem Abend, nachdem der Prinz eingeschlafen war, wurde Lilli in sein Zimmer gebracht. Sie setzte sich an seine Füße und sagte, »Ich habe 7 Jahre lang nach dir gesucht. Ich war bei der Sonne, dem Mond und dem Nachtwind, um dich zu finden, und ich half dir, den Drachen zu besiegen. Wirst du mich jetzt vergessen?« Doch der Prinz schlief so tief, dass ihre Stimme wie der Wind war, der durch die Bäume pfiff. Lilli wurde weggebracht und musste das schöne Kleid aufgeben. Verzweifelt ging sie nach draußen auf eine Wiese und weinte. Dann erinnerte sie sich an das Ei, das ihr der Mond gegeben hatte. Als sie es brach, kam eine Henne mit 12 goldenen Küken heraus, die spielten und sich dann unter den Flügeln der Henne kuschelten, was einen wunderschönen Anblick bot. Sie stand auf und führte sie mit sich, bis die Prinzessin sie von ihrem Fenster aus sah und so erfreut war, dass sie herauskam und fragte, ob Lilli die Küken verkaufen würde. »Nicht für Gold oder Silber, sondern für Fleisch und Blut. Lass mich heute Nacht mit dem Bräutigam in seiner Kammer sprechen, und ich gebe dir das ganze Gelege.« Die Prinzessin stimmte dem Deal zu, in der Absicht, sie erneut zu betrügen. Doch als der Prinz in seine Kammer ging, fragte er den Kammerdiener, warum der Wind in der Nacht gepfiffen hatte. Der Kammerdiener erklärte alles, auch wie er dem Prinzen einen Schlaftrank gegeben hatte und wie ein armes Mädchen gekommen war und mit ihm in seinem Zimmer gesprochen hatte, das plant, ihn heute Nacht erneut zu besuchen. Der Prinz warf den Schlaftrank weg. Als Lilli kam und ihm von ihren Entbehrungen und ihrer Treue erzählte, erkannte er ihre Stimme. Er sprang auf und sagte, »Du hast mich aus einem Traum geweckt. Die seltsame Prinzessin hatte einen Zauber über mich gelegt, so dass ich dich vergaß, aber der Himmel hat dich zur richtigen Zeit gesandt. Sie schlichen sich in der Nacht leise aus dem Palast und stiegen auf den Greif, der sie über das Rote Meer flog. Als sie auf halbem Weg waren, ließ Lilli die Nuss ins Wasser fallen, und ein großer Nussbaum wuchs aus dem Meer, so dass der Greif einen Moment ausruhen konnte, bevor er sie sicher nach Hause trug. Dort fanden sie ihr Kind, das zu einer schönen Person herangewachsen war. Nach all ihren Mühen lebten sie glücklich zusammen bis ans Ende ihrer Tage. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.